Hallo, ich bin der Urs von Permobil und stelle euch die Monevo vor. Monevo, eine Steuerung für Elektrorollstühle, die man mit Kopfbewegungen bedienen kann. Man kann nicht nur Rollstühle bedienen, es gibt auch weitere Möglichkeiten zum Mobiles, Computer, Roboterarme, Homemates und so weiter direkt anzusteuern. Was Monevo abhebt von anderen Kopfsteuerungen ist, dass sie ein integriertes Display hat. Dadurch kann man aber auch die ganzen Funktionen von einem Rollstuhl, wie zum Beispiel Licht ausschalten, Sitzfunktionen und so weiter grafisch darstellen. Und es macht eigentlich auch ein Omni obsolet. Aus dem Grund ist jetzt ganz neu auch ein Monevo Arnet entstanden. Ich werde euch die Funktionen im Detail jetzt zeigen. Im Moment habe ich meine Brille gesperrt. Das macht man, sobald man transferiert oder die Brille abziehen will, dass der Rollstuhl auch nicht einfach davon fährt. Auf dem Display da hinten seht ihr jetzt, was ich hier bei mir in der Brille sehe. Um das Display zu entsperren, tue ich jetzt mal 5 Sekunden den Kopf nach links nicken. Und komme so jetzt in das Menü rein. Durch das Menü gehe ich mit Kopfbewegungen entweder rechts oder links in den Menüpunkt rein nicken, zum Menüpunkt raus, wieder rauf. Man kann die Sitzfunktionen ganz individuell einrichten. Das zeige ich gerade schnell. Gehe ich mal die Sitzhöhe rein für einen Sitzlift. Zum Ansteuern funktioniert das nachher mit Kopfneigen. Um jetzt mit dem Lift rauffahren, auf die andere Seite neigen, fährt er wieder runter. Und wieder rausgehen, kann ich mit dem Kopf nach oben. Und jetzt kann ich hier durch die ganzen Funktionen durchgehen. Wie ich schon erwähnt habe, kann ich das individuell einrichten. Also man sieht, das ist ein Stehstuhl. Das heisst, ich kann jetzt auch nur mit der Kopfbewegung aufstehen, einen kompletten Stehvorgang ablaufen lassen. Wir brauchen dazu auch nicht irgendwie einen Profil-Button, Mode-Button. Wenn man das entsprechende Setup jetzt richtig aufgleist, kann man also jetzt mit der Monevo den Rollstuhl ohne weiteres Input-Device vollumfänglich bedienen. Ich stand jetzt noch nicht ganz auf. Und dann wieder raus. Bei diesem Rollstuhl haben wir zum Beispiel noch ein elektrisches Parallelogramm. Das ist auch gerade interessant zu sehen, dass man so Sonderbauten wunderbar ansteuern kann. Wir kommen jetzt ins Fahrmenü. Wenn ich in das Menü reingehe, sind wir noch nicht am Fahren. Wir sind hier noch im sozusagen Fahrmenü, wo ich noch Geschwindigkeit und Profil einstellen kann. Geschwindigkeit, wenn ich nach links gehe. Oder komplett Profil wechseln, wenn ich nach rechts gehe. Und wenn ich dann gleich fahren will, muss ich noch einmal bestätigen, bis die Pfeile orange sind. Und wenn ich jetzt den Kopf anhebe, Arme vorwärts, rechts neigen, rechts drehen, links drehen, links drehen. Wenn ich möchte retour fahren, kann ich das entweder 4 Achsen konfigurieren, dann kann ich retour fahren, wenn ich mit dem Kopf senke. Es wird aber empfohlen, quasi 3 Achseneinstellungen zu machen. Also wenn ich jetzt nach rechts swipe und jetzt den Kopf heben, fährt er retour. Um zum Fahrmodus wieder rauszugehen, muss ich
Noch eins nach oben nicken. Deaktiviert. Jetzt ist es deaktiviert. Fahren. Einstellungen. In den Einstellungen kann man zum Beispiel das Licht einschalten. Nicke nach rechts, um das Licht ein- oder auszuschalten. Sprachsteuerung. Die Sprachsteuerung ist noch ein interessantes Feature. Aufwachwort. Sprachsteuerung. Einstellungen. Wir probieren das gerade. Okay, Monevo. Schalte Warnblinker ein. Öffne Lichtwarnblinker. Nicke nach rechts, um die Warnblinker ein- oder auszuschalten. Und schon blinkt es. Jetzt können wir es wieder ausschalten. Synken muss man immer, wenn im Portal etwas auf die Brille angepasst wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel möchte weitere Sitzfunktionen zufügen, kann man mir anrufen, dann macht das im Portal. Dann muss die Brille mit dem WLAN verbunden sein, wo einen Internetzugang hat, und dann kann man da synken, dann tut sich die Brille updaten und dann läuft es. Versionshinweise Neustart. Rechtliche Hinweise. Support. Jetzt hat es zusätzlich hier auf der Seite ein Touchfeld. Und wenn ich jetzt das benutze, Admin. kommt da noch ein weiterer Menüpunkt. Der Admin-Menüpunkt, der kommt nur mit dem Benutzen vom Finger. Die Idee ist natürlich, dass der Nutzer nicht Zugriff hat in das Menü. Dort kann man die erweiterten Sachen einstellen. Monitor ist jetzt das, was ich da hinten gerade brauche mit dem Screen. Das ist vor allem, wenn man Probungen macht, dass man auf dem Handy eigentlich schauen kann, was der Kunde sieht, was der Benutzer sieht. Macht es ein bisschen einfacher, wenn man das System noch nicht so gut kennt. Fahrmodus. Ich habe jetzt aktuell vorgeschritten eingestellt. Man kann das auch auf vereinfacht tun. Das wäre so ein bisschen der Messemodus. Jetzt hat man eigentlich nur die Möglichkeit zum Fahren. Den Kopf still. Aktiviert. So, viel mehr sehen wir da nicht mehr. Jetzt kann ich da wieder fahren. Fahrgäste, man kann auch einstellen, dass es geradeaus fährt, wenn man den Kopf senkt, nicht wenn man ihn hebt. Standardmäßig ist eingestellt, dass wenn man ihn hebt, das ist die Überlegung, wenn du über eine Türschwelle zum Beispiel reinfährst, geht dir der Kopf ja eher runter und dann wird der Stuhl beschleunigen. Das ist grundsätzlich nicht empfohlen, kann aber vielleicht in einer Anwendung gewünscht sein. Fahreinstellung Support. Rollstuhlart. Sitzprofile wählen. Da könnte man jetzt die Profile anders ausordnen, wenn man im Quick-Config oder im ARNet oder im ICS, je nach Stuhl, Änderungen macht im Sitzmenü. Wenn man einen Benutzer hat, der einen grossen Kopfschiefstand hat zum Beispiel, der hat immer den Kopf leicht nach rechts und kann ihn nur wenige Millimeter nach links bewegen. Und quasi das ist die Neutralposition, kann man das einstellen, indem dass man kalibriert. Wir gehen jetzt mal zusammen durch so eine Kalibration durch. Das Brillen entsperren, 5 Sekunden nach links. Fahren. Einstellungen. Licht. Kalibrieren. Für das gehen wir in die Kalibrierung rein. Nein. Da kann man 2 Sachen kalibrieren, das Nicken oder das Neigen. Nein. Das Neigen ist ja das, was wir brauchen für die Fahreinstellung. Bitte halte den Kopf still. Ich habe den Kopf neutral, also habe ihn jetzt auch neutral. Neige den Kopf nach hinten. Jetzt die Neigung, das ist dann quasi der Vollausschlag. In der Regel macht man das nicht zu fest. Neige den Kopf nach rechts. Sonst müsste man ja immer in den Himmel schauen, um geradeaus zu fahren. Und kann gar nicht auf die Strasse schauen. Neige den Kopf nach links. Genau das Gleiche ist mit links und rechts nicken. Wir wollen in der Regel nicht allzu grosse Ausschläge machen. Neige den Kopf nach unten. Kalibrierung erfolgreich. Wir von Playmobil freuen uns darauf, bei euch das System vorstellen zu wollen, aber auch Erprobungen direkt zu machen.
mit unseren Kunden, um herauszufinden, ob das System echt eine Möglichkeit ist und wie Lebensqualität bietet.